Hallo zusammen! In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr einen Mantel für eure Smart Doll Pia nähen könnt. Dieses Schnittmuster erfordert fortgeschrittene Nähkenntnisse und ist nicht für Anfänger geeignet. Also bevor du dir dieses Schnittmuster kaufst, schau dir das Video bis zum Ende an und entscheide dann, ob du es nachnähen kannst. Ich habe alle Teile zugeschnitten. Für den Hauptstoff habe ich einen Feinkord gewählt und für das Futter einen Polyester-Futterstoff. Beginnen werde ich mit dem Außenstoff. Hier habe ich das Teil für die Gürtelschlaufen, 4-mal die Innentaschen, einmal im Bruch zugeschnitten die Rückenpasse, 2-mal den Kragen, seitliches Rückenteil 2-mal, seitliches Vorderteil 2-mal, das mittlere Vorderteil 2-mal, die hintere Mitte 2-mal und 2-mal die Ärmel. Als erstes nehme ich das mittlere Rückenteil und die 2 seitlichen Rückenteile. Diese lege ich mit der rechten Seite auf das mittlere Rückenteil. Achte dabei darauf, dass die Knipse aufeinandertreffen. Nun wird das Ganze zusammengesteckt und dann zusammengenäht. Nach dem Zusammennähen bügle ich die Nahtzugabe in Richtung der Seiten. Im Allgemeinen halte das Bügeleisen bereit, denn ihr müsst alle Nähte in diesem Mantel ordentlich bügeln. Danach steppe ich die Nahtzugabe von der rechten Seite Naht zur Naht ab. Dies sorgt dafür, dass die Nahtzugabe nicht absteht und von vorne hat man eine schöne Ziernaht. Als nächstes nehme ich die Rückenpasse, markiere die Mitte, stecke sie an das Rückenteil und nähe beides zusammen. Die Nahtzugabe der Rückenpasse wird nach oben geklappt. Doch zuvor schneide ich die hintere Lage der Nahtzugabe ab, um an dieser Stelle einfach die Dicke, die durch die 3 Stofflagen entsteht, etwas zu reduzieren. Anschließend bügle ich die Nahtzugabe nach oben und steppe diese ab. Und so sollte es erstmal aussehen. Das Rückenteil lege ich vorerst zur Seite und widme mich dem Vorderteil. Hierfür brauche ich die mittleren Vorderteile, die Seitenteile und die Innentaschen. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Knipser vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Legt die Taschen in der richtigen Richtung auf die mittleren Vorderteile und steckt sie an der Markierung fest. Genäht wird nur zwischen den 2 Stecknadeln. Beachtet auch, dass hier die Nahtzugabe 0,8 cm beträgt. Jetzt schneide ich an der Markierung bis knapp zur Naht ein und klappe die Tasche nach innen. Die Nahtzugabe forme ich raus und stecke sie an die Nahtzugabe vom Vorderteil. Danach bügle ich die Kante des Tascheneingriffes
Die Innentasche sollte von vorne nicht sichtbar sein. Anschließend lege ich den hinteren Taschenbeutel rechts auf den vorderen und stecke die Rundung zusammen. Der Taschenbeutel wird mit 0,4 cm Nahtzugabe zusammengenäht. In dem oben eingeblendeten Video seht ihr eine genauere Anleitung, wie man solche Taschenbeutel annäht. Nachdem die Innentaschen fertig sind, kann es mit dem Vorderteil weitergehen. Ich lege die seitlichen Vorderteile auf das mittlere Vorderteil, stecke sie fest, dabei achte ich darauf, dass die Knipser aufeinandertreffen. Um in der Rundung die Stoffe besser zusammenstecken zu können, mache ich am mittleren Vorderteil kleine Knipser. Danach geht es zur Nähmaschine und die Teile werden zusammengenäht. Die Nahtzugabe wird zur Seite gebügelt und von vorne Naht zur Naht abgesteppt. Vorher schneide ich ein kleines Stück an der rundesten Stelle aus, damit die Nahtzugabe sich nicht überlappt. Nun lege ich beide Vorderteile auf das Rückenteil, stecke die Schultern zusammen und nähe diese fest. Den hinteren Teil der Nahtzugabe schneide ich ab, bügle die Nahtzugabe zum Rückenteil und steppe es ab. Weiter geht's mit den Ärmeln. Zur besseren Orientierung habe ich mir bei der Seite, die zum Vorderteil gehört, einen Knipser in den Ärmel gemacht. Ich stecke zuerst den Ärmel mittig an die Schulternaht fest, anschließend die Seiten und dann verteile ich gleichmäßig den Stoff. Wenn du zu viel Stoff vom Ärmel hast, mache kleine Einschnitte in den Armausschnitt. Nach dem Zusammennähen überprüfe ich den Ärmel, dass keine Knicke eingenäht sind. Auch hier schneide ich die hintere Nahtzugabe zurück, bügle die Nahtzugabe Richtung Vorder- und Rückenteil und steppe den Armausschnitt von der schönen Seite ab. Als nächstes nehme ich den kleinen Stoffstreifen für die Gürtelschlaufen. Eine der langen Seiten wird versäubert. Hierfür kannst du einen Zickzackstich oder einen Overlockstich verwenden. Nun klappe ich die Seiten mit der offenen Kante 0,7 cm um und bügle die Kante. Danach wird die versäuberte Seite oben drauf geklappt und auch gebügelt. Ich stecke den Stoffstreifen zusammen, damit mir beim Nähen die Seiten nicht aufklappen. Nun werde ich mit meiner Maschine zwei Nähte etwa 2 bis 3 mm vom Rand legen. Und so soll das dann fertig aussehen. Aus dem langen Stoffstreifen schneide ich nun 3 x 3,5 cm lange Streifen zu. Zur besseren Orientierung nehme ich das Schnittmuster vom mittleren Rückenteil und von der vorderen Seite und markiere mir die Stellen, an die die Gürtelschlaufen drankommen. Die Gürtelschlaufen lege ich so hin, dass sie etwa 4 mm über der Markierung sind. Dann nähe ich sie fest. Unten sind die Gürtelschlaufen angenäht. Jetzt klappe ich sie oben nochmal um und stecke sie so dran, dass sie genau an der Markierung liegen. Und auch hier geht es an die Nähmaschine und die Gürtelschlaufen werden fixiert. Und weiter geht's mit dem Kragen.
Auf eins der Kragenteile bügle ich eine dünne Bügeleinlage drauf, somit bekommt der Kragen etwas mehr Stabilität. Ich markiere am Kragen und am Halsausschnitt des Mantels die Mitte. Danach stecke ich den Kragen an den Halsausschnitt und nähe ihn fest. Eine kurze Kontrolle, ob ich irgendwo Knicke mit eingenäht habe, aber soweit sieht alles gut aus. Nun, dieses Stück lege ich nun weg, da es jetzt mit dem Futterstoff weitergeht. Ihr braucht zweimal die vorderen Seiten, zweimal das vordere Mittelstück und dann den Beleg aus dem Futterstoff. 2 Ärmel, eine Rückenpasse im Bruch zugeschnitten, ein mittleres Rückenteil im Bruch zugeschnitten, 2 seitliche Rückenteile und den Kragen aus dem Hauptstoff. Als erstes werden der Beleg und das vordere Mittelstück zusammengesteckt und festgenäht. In den Rundungen könnt ihr den Stoff leicht einschneiden, um ihn besser zusammenstecken zu können. Der Futterstoff ist hier etwas kürzer als der Beleg. Hier bitte nicht wundern, das ist so gewollt. Die 2 Teile sind zusammengenäht und die Nahtzugabe zur Seite gebügelt. Beim Futterstoff werde ich die Nahtzugabe nicht abstecken. Als nächstes stecke ich die vorderen Seitenteile dran und nähe sie fest. Alle Teile des Vorderteils sind zusammengenäht und es geht weiter mit dem Rückenteil. Auf dem hinteren Mittelteil messe ich oben und unten 3,5 cm ab. Diese 3,5 cm werde ich mit der Maschine zusammennähen. Die Falte, die dadurch entsteht, nennt man auch Bewegungsfalte. Die Falte habe ich in eine Richtung umgebügelt. Als nächstes werden die seitlichen Rückenteile an das Mittelteil gesteckt und festgenäht. Hier habe ich die Nahtzugabe auch zur Seite gebügelt. Die Rückenpasse wird an das untere Rückenteil gesteckt und festgenäht. Bei mir hat sich der Polyesterstoff etwas verzogen und die Passe war an den Seiten leicht zu lang. Ich habe diese passend gekürzt. Als nächstes lege ich die Vorderteile auf das Rückenteil, stecke die Schultern fest und nähe sie zusammen. Die Nahtzugabe habe ich wie beim Hauptstoff zum Rückenteil gebügelt. Die Ärmel werden wie beim Hauptstoff an den Armausschnitt gesteckt und festgenäht. Anschließend bügle ich noch die Nahtzugabe Richtung Vorder- und Rückenteil. Als nächstes wird der Kragen an den Halsausschnitt gesteckt und festgenäht. Hier wird es eventuell erforderlich sein, kleine Einschnitte in die Rundung des Halsausschnittes zu machen. Kontrolliert noch einmal, dass nicht aus Versehen ein paar Falten mit eingenäht wurden. Nun wird es endlich Zeit, Hauptstoff und Futterstoff miteinander zu verbinden. Ich lege die Ärmel vom Futter- und Hauptstoff mit der rechten Seite aufeinander, stecke die Enden fest und nähe sie anschließend zusammen. Die Nahtzugabe der Ärmel bügle ich in Richtung des Futterstoffes und steppe sie anschließend ab. Hier müsst ihr etwas aufpassen, damit keine Fehler passieren. Ich klappe die Ärmel aufeinander und achte darauf, dass an der Stelle, wo ich die Ärmel zusammengenäht habe, die Nähte alle aufeinandertreffen. Auch die Nähte unter den Armen sowohl beim Hauptstoff wie auch beim Futterstoff sollten aufeinandertreffen. Wenn beide Ärmel festgesteckt sind, stecke ich die Seiten des Hauptstoffes und des Futterstoffes zusammen.
Wichtig ist, dass auf einer Seite des Futterstoffes eine Wendeöffnung von etwa 7 bis 8 cm gelassen wird. Nach dem Zusammenstecken nähe ich die Seiten und die Ärmel in einem Rutsch zusammen. Die Seiten und die Ärmel des Mantels sind geschlossen und eine Wendeöffnung habe ich auch nicht vergessen. Ich lege den Außenmantel auf den Innenmantel, das heißt auf das Futter, und beginne vorne an der Vorderseite die Stoffe zusammenzustecken, bis ich zum Kragen komme. Beim Kragen ist es wichtig, dass die Nähte wieder aufeinandertreffen. Vom Kragen geht es dann weiter mit der anderen Vorderseite. Damit euch die Ärmel beim Nähen nicht stören, leg sie am besten genauso wie ich nach unten. Nach dem Zusammennähen vom Außenstoff und vom Innenstoff schneide ich die Nahtzugabe und die Ecken am Kragen etwas zurück. Als nächstes markiere ich vom unteren Saum 1,8 cm. Damit ich diese Markierung später auch von außen sehe, habe ich mit der Hand und einem Kontrastfaden, in meinem Fall mit einem schwarzen Faden, entlang der Markierung genäht. Später werden diese Nähte entfernt. Von der Außenecke des Beleges bis hin zum Futterstoff zeichne ich eine schräge Linie ein. Danach wird diese Ecke rausgeschnitten. Achtet hier drauf, die Naht vom Beleg und Futterstoff nicht zu beschädigen. Im Schnittenmuster werde ich die Länge des Futterstoffes noch etwas kürzen. Das heißt, dass bei euch die Schräge etwas höher gehen wird. Also nicht wundern, ich fand nur die später entstandene Falte etwas zu klein. Ich beginne außen, Futterstoff und Außenmantel zusammenzustecken. Der Beleg wird an die Kante des Außenstoffes gelegt und zusammengesteckt. Das gleiche mache ich dann auch mit der anderen Seite. Wenn beide Seiten zusammengesteckt sind, arbeite ich mich von einem Ende zum anderen durch und stecke alles zusammen. Achtet hier wieder drauf, dass alle Nähte aufeinandertreffen. Jetzt geht es an die Maschine und der Saum wird mit 0,7 cm Nahtzugabe geschlossen. Als nächstes werde ich zur Verstärkung des Saumes ein Saumfix über der zuvor gelegten Markierungsnaht bügeln. Dieses Bügelfließband ist beidseitig klebend. Die eine Seite wird durch ein Trägerpapier geschützt. Ich bügle das erstmal auf und später, wenn ich den Mantel auf rechts wende, werde ich mit dem Bügeleisen noch einmal darüber gehen und somit den Außenstoff und den Innenstoff, also das Futter, zusammenkleben. Das sorgt dann, dass die zwei Stoffe nicht aufklappen oder nicht abstehen. Dieser Schritt ist nicht unbedingt notwendig, du kannst zum Verstärken auch nur ein normales, dünnes Bügelvlies unterbügeln. Das Trägerpapier muss vor den Wänden entfernt werden. Ich kürze die Ecken am Saum und wende den Mantel durch die Wendeöffnung. Den Ärmel aus Futterstoff stecke ich in den Außenärmel und forme die Saumkante aus. Nach und nach forme ich dann alle Kanten und Ecken mit einem stumpfen Gegenstand aus.
Zu guter Letzt geht's ans Bügeleisen und alles bis auf den Saum wird ordentlich gebügelt. Nun muss der Saum ausgeformt werden und das macht ihr folgendermaßen. Die Außenecken müssen wieder nach innen geformt werden. Lasst euch hier Zeit, dass das Endergebnis dann schön ausfällt. Ich orientiere mich an der Markierungsnaht. Diese muss genau an der oberen Kante liegen. So forme ich den kompletten Saum aus und steppe ihn zum Schluss noch einmal mit der Hand ab. Bevor es ans Bügeln geht, kontrolliert unbedingt die Länge der Vorderteile. Beim Bügeln des Saumes achte ich darauf, dass das Futter keine Falte nach unten schlägt. Sonst klebt es mit dem Saum fix zusammen, was ich nicht möchte. Anschließend geht es an die Nähmaschine und der Mantel wird an den Außenkanten rundherum abgesteppt. Hier nähe ich etwa 2 bis 3 mm vom Rand entlang. Nach dem Absteppen bügle ich noch einmal ordentlich alle Kanten. Dieses Mal schiebe ich den Futterstoff nach unten, so dass eine kleine Falte entsteht. Bei euch sollte die Falte etwas größer sein, da ich das Schnittmuster nach meinem Video noch einmal angepasst habe. Nach dem Bügeln habe ich mit einem Leiterstich auch gleich die Wendeöffnung geschlossen. Nun ist es Zeit, ein paar Knöpfchen anzunähen. Ich habe von unten 5 cm abgemessen und diese mit einer Stecknadel markiert. Von dieser Stecknadel bis nach oben sind es 14 cm. Hier die nächste Markierung. Danach sind es immer 3,5 cm zwischen den Nadeln, also insgesamt 5 Knöpfe. Ich habe verschiedene Knöpfe, einmal die silbernen, die sind etwa 5 oder 6 mm groß und die weißen, diese sind 10 mm groß. Für den Verschluss nehme ich so kleine Puppendruckknöpfe. An dieser Stelle hat leider meine Kamera aufgehört zu filmen und ich habe es nicht gleich gesehen. Also werde ich kurz erklären, wie der Gürtel gebügelt wird. Auf dem Schnittmuster habe ich bereits eingezeichnet, an welcher Linie der Stoff zusammengeklappt und gebügelt werden muss. Fürs bessere Verständnis habe ich die Außenkanten mit A und B benannt. Faltet Seite A auf B und bügelt den Stoffstreifen. Klappt den Stoffstreifen wieder auseinander und klappt nun die Seiten A und B zur gestrichelten Mittellinie. Bügelt noch einmal entlang der gefalteten Kanten. Klappt den Stoffstreifen noch einmal zusammen und ihr habt den Gürtel soweit vorbereitet. Es ist im Grunde nichts anderes wie ein Schrägband. Im nächsten Schritt habe ich eine schräge Linie am gefalteten Ende des Gürtels eingezeichnet.
Hier habe ich leider die 0,7 cm Nahtzugabe vergessen einzurechnen. Ihr näht also nicht direkt an dieser Linie, sondern im Abstand von 0,7 cm zur Linie entlang. Schneidet anschließend die Nahtzugabe und die Ecke ab und wendet das Ende des Gürtels um. Formt dabei die Spitze gut aus. Als nächstes klappe ich den Gürtel an den zuvor gebügelten Kanten aufeinander und stecke ihn mit Nadeln zusammen. Bevor es an die Maschine geht, habe ich den Gürtel mit der Hand zusammengenäht und noch einmal gebügelt. Den Gürtel habe ich rundherum abgesteppt und ihn durch die Gürtelschlaufen des Mantels gezogen. Zusätzlich habe ich die 2 Kragenteile fixiert. Hier habe ich direkt mit der Hand in die Naht genäht, um die Naht so unsichtbar wie möglich zu gestalten. Wenn du bis hierher alle Schritte befolgt hast, dann gratuliere ich dir zu deinem selbstgenähten Puppenmantel. Natürlich muss ich diesen Mantel gleich meiner Smartdoll anprobieren. Beim Anziehen empfehle ich dir, die Hände der Puppe abzumachen und wenn deine Puppe einen Pullover mit langen Armen anhat, einfach die Ärmel über die Handgelenke ziehen und dann die Arme in die Ärmel des Mantels schieben. Die Ärmel sind weit genug, sodass auch dicke gestrickte Pullover drunter getragen werden können. Liebe Puppenfreunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr näht euren Puppen fleißig Mäntel für die kalte Winterzeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen und freue mich, wenn ihr eure genähten Werke auf Instagram zeigt und meine Wenigkeit erwähnt. In diesem Sinne, bleibt kreativ und bis zum nächsten Schnittmuster. Bye bye!